Seit dem Aussetzen des ersten künstlichen Satelliten 1957 haben Regierungen, Unternehmen und Forschungsinstitute ihre Fahnen zwischen den Sternen platziert. Auch wenn es den Anschein hat, als gäbe es in diesem riesigen Raum jede Menge Platz, sind einige Bereiche des Himmels wertvoller als andere. Jeder dieser Punkte ist ein Lagrange-Punkt. Und was die Erforschung des Weltraums durch den Menschen anbelangt, sind sie wohl die wichtigsten Orte in unserem Sonnensystem. Benannt nach dem Mathematiker aus dem 18. Jahrhundert, der ihre Positionen ermittelte, sind Lagrange-Punkte Orte des Gleichgewichts im sich ständig bewegenden Universum. Alle Himmelskörper ziehen Objekte in ihrer Nähe an und drängen sie in und aus Umlaufbahnen. Und die Schwerkraft bestimmt diese Umlaufbahnen zusammen mit verschiedenen anderen Kräften. Lagrange-Punkte sind jedoch Orte, an denen sich alle diese Kräfte gegenseitig aufheben. Platzieren wir also ein relativ massearmes Objekt dort, hält es einen konstanten Abstand zu den massereichen Körpern, die an ihm zerren. Lagrange-Punkte sind im Grunde Weltraumparkplätze. Ist ein Objekt einmal da, braucht es wenig bis gar keine Energie, um dort zu bleiben. Will man also ein Objekt für lange Zeit in einem Orbit halten, ohne Tonnen von Treibstoff zu verbrauchen, muss es an einen Lagrange-Punkt. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl dieser Parkplätze. Paare von massereichen Körpern in unserem Sonnensystem erzeugen Sätze von 5 Lagrange-Punkten. Das heißt, unsere Sonne hat 5 Punkte mit jedem Planeten und unsere Planeten haben 5 Punkte mit jedem ihrer Monde. Insgesamt gibt es über 1000 Lagrange-Punkte in unserem Sonnensystem, aber nur wenige davon sind für menschliche Zwecke geeignet. Viele sind zu schwierig zu erreichen oder nicht sehr nützlich. Und aus Gründen, die wir gleich noch erklären, sind viele andere instabil. Momentan werden nur 2 dieser Punkte intensiv von Menschen genutzt. Aber in Zukunft werden es wohl noch viel mehr werden, was diese Punkte sehr exklusiv macht. Das wirft die Frage auf, was genau sollten wir an diesen Punkten parken? Die Antwort hängt davon ab, wo sich der jeweilige Punkt befindet. Betrachtet die 5 Lagrange-Punkte von Sonne und Erde. L1 befindet sich innerhalb der Erdumlaufbahn, etwa 1,5 Millionen Kilometer vom Planeten entfernt. Mit seinem nicht durch den Erdschatten getrübten Blick auf die Sonne ist L1 perfekt für Sonnenbeobachtungssatelliten. L2 ist genauso weit von der Erde entfernt, aber außerhalb ihrer Umlaufbahn und von der Sonne abgeschirmt, was ihn perfekt für Weltraumbeobachtung macht. 2022 wurde dort das James Webb Weltraumteleskop in Betrieb genommen, an einem Ort, wo Sonne und Erde nur einen winzigen Teil des Himmels einnehmen. L3 befindet sich an einem geheimnisvollen Ort, der von der Erdoberfläche aus nie direkt sichtbar ist. Das hat L3 zu einem beliebten Schauplatz in Science-Fiction-Filmen gemacht, obwohl er der Wissenschaft bisher nicht viel gebracht hat. L4 und L5 hingegen unterscheiden sich etwas von ihren Geschwistern. In jeder Fünfergruppe sind die ersten 3 Lagrange-Punkte leicht instabil. Das bedeutet, dass Objekte langsam von ihnen wegdriften. Jedoch ist es energetisch günstig, dort zu parken. Die Stabilität von L4 und L5 variiert jedoch von Fall zu Fall. Wenn der schwerere der beiden die Punkte erzeugenden Körper weniger als das 25-fache der Masse des leichteren Körpers hat, sind diese Punkte zu instabil zum Parken. Ist der schwerere Körper jedoch massereich genug, wie bei der Sonne-Erde-Konstellation, ziehen die Kräfte Objekte immer wieder an diese Punkte zurück und machen sie zu unseren stabilsten Parkplätzen. Deshalb sammeln sich an solchen Punkten auf natürliche Weise Weltraumobjekte an, wie zum Beispiel an L4 und L5 von Sonne und Jupiter, wo sich tausende Asteroiden tummeln. Jeder Lagrange-Punkt in unserem Sonnensystem hat seine Tücken. Manche eignen sich perfekt, um Material von herumtreibenden Asteroiden zu erbeuten, andere sind ideale Tankstellen für Raumschiffe oder sogar, um ganze menschliche Kolonien zu errichten. Diese Punkte beherbergen bereits modernste technologische Errungenschaften, aber schon bald könnten sie zu unseren Sprungbrettern zu den Sternen werden. Noch nicht bereit, wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen? Sieh dir diese Videos an oder abonniere unseren Kanal, wenn du mehr über die Wissenschaft, Philosophie und Rätsel des Universums erfahren möchtest.